Hallo zusammen, 15 Jahre OGM, willkommen zu unserem Jubiläumsvideo. Den Flo kennt er schon, den Willi kennt er, mich kennt er, den Alex, Lego kennt er noch nicht. Alex, 15 Jahre OGM, wie hat alles angefangen? Tja, angefangen hat's 2002. Ich hatte ein bisschen Zeit, habe noch studiert, habe ein paar Browserspiele gespielt, habe mir überlegt, was könnte man da besser machen und habe irgendwann angefangen, ein eigenes Browserspiel zu entwickeln. Das hat angefangen im Februar 2002. Die allererste Version ging dann im Mai schon online. Das war noch ein Vor-O-Game ohne Flottenverschicken. Und im Oktober ging es dann richtig los mit Flottenverschicken. Und eine ganze Weile, also über ein Jahr, habe ich O-Game dann auch alleine betrieben, immer Server aufgesetzt. Am Ende des Monats musste ich häufig die Server vom Netz nehmen, weil sie zu viel Traffic verbraucht haben. Und Ende 2003 wurde es dann immer mehr Aufwand und ich brauchte Unterstützung, um das Spiel zu betreiben. Und so ist dann auch die Gameforge entstanden. Spielst du gerade noch aktiv auf irgendeinem Server? Kann man dich irgendwo abfarmen? Also im Moment spiele ich nicht, aber ich spiele immer mal wieder. Also das letzte Mal richtig aktiv gespielt habe ich mit den Wrackfeldern. Ach du Schande. Ja, das war letztes Jahr. Jetzt habe ich heute mal kurz reingeguckt. Heute habe ich mal kurz reingeguckt, wegen einem Performance-Problem, aber es war nicht so schlimm. Das ist gelöst. Du meinst das Lag gerade? Das angebliche. Mhm. Ja, genau. Ja, im Moment spielen alle um mich herum auf dem Event-Server. Und selbst wenn ich nicht spiele, kriege ich aber immer viel über O-Game mit. Also ein Beispiel ist, damals, als es angefangen hat mit O-Game, war meine Tochter gerade geboren und während ich an O-Game rumprogrammiert habe, war sie halt ganz klein und war im Maxi-Cosi drin und hat immer geschrien. Ich habe dann mit einem Fuß habe ich sie immer gewippt, dann war sie wieder ruhig und dann konnte ich wieder mich ein bisschen konzentrieren und was programmieren. Und jetzt 15 Jahre später, im letzten Urlaub, hat mich ihr Freund gefragt, was er denn machen muss, um bei O-Game schnell weiterzukommen. Wie alt ist deine Tochter jetzt? 15, oder? Die ist jetzt 16. 16. Willi, Event-Server. Was war denn da gestern los? Warum konnte ich noch einmal fliegen? Anfänger können nicht öfter fliegen. Vor allem Menschen, die denken, Miner sind keine echten Spieler. Sind sie auch nicht. Sie sind die besten Farmen für mich. So einfach ist das. Und wir haben es abends noch gelöst. Das ist wohl wahr, ja. Danke übrigens an den Spieler, der so einen generischen Namen hatte, mit dem ich gestern Abend gechattet habe. Es war um 9 war die Meldung und um 9:30 haben wir es schon gefixt gehabt. War ziemlich cool. Ja, eine Frage, die hier steht. Alex, was für ein Auto fährst du denn? Ich fahre einen Diesel. Warum das denn? Das ist total umweltfeindlich. Ja, ich würde es nie wieder tun. Das nächste wird bestimmt ein Elektroauto. Okay. Nur mal zurück zu den Anfängen von O-Game. Du hast ja damals, waren ein paar Spiele, die wir zusammen gespielt haben. Was war denn am Anfang die größte Herausforderung für dich bei O-Game? Was war so, warum hast du angefangen, das nochmal komplett neu zu programmieren? Also, was mich gestört hat bei den Browserspielen, die es zu der Zeit gab, es gab ja ein paar schon, ist, dass die halt wahnsinnig Serverprobleme hatten und man sich teilweise überhaupt gar nicht anmelden konnte. Und bei O-Game haben wir mit den Universen relativ schnell eine Lösung gefunden, wie beliebig viele Leute auf die Server drauf können. Ja, das ist auch nachher der Grund gewesen, warum O-Game schnell groß geworden ist. Ich habe ja damals noch bei so einem Webhosting-Provider gearbeitet. Hast du eine Ahnung, wie oft du mich nachts aus dem Bett geschmissen hast, weil der Server abgeschmiert war? Ja, weiß ich. Ich kann mich gut erinnern. Das war schon spaßig. Oder der Traffic alle war. Oder der Traffic alle, das haben wir beim Alex immer ganz gut hingekriegt, glaube ich. Der Speicher war eher ein Problem, da musste ich mich ins Rechenzentrum reinschmuggeln und noch einen Riegel reinlassen wir das. Ist O-Game eigentlich fertig oder hast du noch mehr Ideen? Gibt es irgendwas, was du noch machen wolltest unbedingt? Also, oh, so viel wollte ich noch machen. Also eigentlich ist O-Game ein bisschen zu früh online gegangen. Ich wollte ein paar Sachen noch einbauen, also Sachen, die ich eigentlich damals machen wollte, war Unterhaltskosten für die Flotte, weil es war damals schon... Das hast du schon gesagt, oder?
Jetzt kommt er wieder mit so einem Mina-Zeug da an. Es war damals schon absehbar, dass wenn Flotten beliebig groß werden können, dass wir irgendwann mal im fortgeschrittenen Spiel ein Balancing-Problem kriegen, dass halt riesige Flotten da sind. Und wenn die Flotten zu groß sind, dann macht es nicht richtig Sinn, wenn weitere Technologien kommen. Also am liebsten würde ich in Zukunft vielleicht mal auf einer Version von O-Game, das kann man natürlich jetzt nicht mehr für alle Spieler machen, aber einen Event-Server könnte man aufsetzen oder einen Sonderserver, wo es Flottenunterhalt gibt. Und dann könnte man hinten dran neue Technologiestufen bauen, die eben das Endgame ein bisschen diversifizieren. Und gerade mit unseren Server-Configs und einem fähigen Entwickler können wir das sowieso. Und zum Beispiel wie damals beim Redesign per Umfrage noch fragen, ob es andere Communities haben wollen oder ältere Server. Hast du gerade Fragen kann mitgekriegt, man dass ja. er dich als Balancing-Problem bezeichnet hat? Ja, das. Nee. Okay. Ja, da gibt es ganze Filme, da geht es nur um einen Todesstern, bei O-Game hat man ruckzuck 5000. Todessterne, fliegende Defense, das ist so wieder so ein Mina-Ding, oder? Ja, Brauchen wir das eigentlich, Todessterne? ich schon. Wofür? Transport. Hyperraum, wie viel bist du gerade? in der 18. Main? 18. Aber nur weil ich aus einer Einfach-Uni komme. In meinem Speed-Uni ist das total schön. In Vega übrigens, wer es probieren will. Okay. Eine Frage, die auch noch hier von euch gestellt wurde, ist: Alex, wo siehst du O-Game in 5 bis 10 Jahren? Was wird sich verändert haben? Ich glaube, es gibt ganz viele neue Server-Varianten und Varianten von O-Game, die wir spielen können. Und im Endgame wird sich einiges noch tun. Endgame. Endliche Runden. Willi. Da freue ich mich aber drauf. Ne, Endgame kann schon unendlich lange gehen. Ja, nur sind die Prioritäten für die Spieler dann ein bisschen anders. Zum Beispiel Allianzsystem, Kriegssystem, Raumstationen wieder, Planeten erobern. Planeten erobern, Planeten zerstören. Ja. Möglich ist alles. Planeten zerstören. Das geht technisch schon. Mach Leuten nicht Angst. Mina-Planeten zerstören. Alles immer nur auf Sonderunis am Ich bin ja immer noch Anfang. für die Flottenversicherung. Flottenversicherung. Ich bin immer noch für Wettbieten, ob Kämpfe stattgefunden haben. Wettbieten? Was? Erklär. Na, du gibst 1 Million, die dass der Kampf stattgefunden hat, und ich gebe 2 Millionen, dass er nicht stattgefunden hat. Und wer am meisten ausgibt, hat gewonnen am Ende. Nein. Muss ich nicht bauen, oder? Nee. Nein. Eigentlich eine Frage an Alex, aber ich stelle es einfach mal dem Willi. Erzähl doch mal, wie viel Einfluss hat denn der Lego noch auf O-Game? Oh. Alex hat viel Einfluss auf die Entwicklung in O-Game, da er die meiste Zeit meines Daseins hier der offizielle Game Designer des Spiels auch war. Ist? Von daher ja, wir haben inzwischen noch einen Game Designer. Ich weiß nicht, ob beide schon mal miteinander geredet haben, aber Haben sie nicht? kann nicht mehr lange dauern. Kommt bald. Bei der nächsten Feature-Entwicklung wird das passieren. Von daher, es passiert relativ oft, dass Alex mit Ideen kommt oder wir draußen beim Grillen stehen und über irgendwas philosophieren und uns irgendwelche Gedanken kommen, und dann wird sich halt mal zusammengesetzt und drüber geredet. Und dann entstehen ganz tolle Sachen. Was hast du denn für ein cooles T-Shirt an? Wo gibt's denn das? Das T-Shirt, das T-Shirt, das T-Shirt. Ey, so eins hätte ich ja auch gern. Ah, Haben wir in deiner Größe nicht produziert. Alles klar. das kriegen wir bestimmt auch hin. Das gibt es in unserem neuen Spreadshirt-Shop, der seit gestern, vorgestern online ist. Genauso wie diese schöne Tasse da. Aber leider nicht das Schlachtschiff, auch den Zerstörer. Verdammt, ich habe schon wieder gesagt. Leider nicht den Zerstörer, den würde ich auch nehmen. Ja, dann habt ihr noch irgendwas? Flo könnte auch mal was erzählen. Ja, so generell O-Game zum Geburtstag gratulieren. So von mir und den Entwicklerkollegen. Ich meine, 15 Jahre ist ja schon eine Hausnummer. Ich hoffe, wir sind noch länger dabei und erleben noch einiges an Wandel auch mit O-Game. Bestimmt. Hoffentlich. Weil es ist halt ja schon, ich meine, 15 Jahre. O-Game gehört schon zu den Perlen, die du lange spielen kannst. Und Mach immer hin, wieder meine spielen Flotte kannst. kommt gleich zurück. Ja, dann. Wir haben noch 5 Minuten. Das reicht. Aber Flo, was mich noch interessiert, was war dein erster Kontakt zu O-Game? Mein erster Kontakt zu O-Game. Damals im O-Game King's Age Team. Ach du Schande. Mein erster Kontakt zu O-Game hier in der Firma war, als das Redesign angefangen hatte
und ich eigentlich an Gladi am Arbeiten war und ganz heiß am OGame Redesign testen war und ich glaube, Jalcin etwas genervt hatte mit, das ist kaputt und das und das und das und das muss alles gefixt werden, bis er mich irgendwann aus dem Büro geworfen hat. Warst du auch einer der Entwickler, die gecheatet haben? Niemals, nein. Da gab es ja diesen Kampf Koma-Entwickler. Nein, ich halte mich an Regeln. Der Entwickler hat die Planetemperatur auf minus 20.000 Grad Kelvin bei ihm gesetzt. Und deswegen hat er 6 tote Sterne gehabt, statt meiner berechneten 5. Und deswegen waren alle meine Schlachtis kaputt. Nicht lustig. Nein, sowas mache ich nicht. Und er hat ganz viel Deuterium produziert. Ja. Ich bin auch eine ganz schlechte QA. Ich mache das, wie es vorgesehen ist. Ich klicke da und da hin, dann weiß ich genau, so tut's. Und kaputt machen es nur die anderen. Okay, ich hoffe, ich habe übermorgen, wir drehen ja schon ein bisschen früher, ganz, ganz viele Leute von euch beim Grillen kennengelernt. Falls nicht, kommt zum nächsten Grillen vorbei. Das wäre wann? Wahrscheinlich im Frühjahr nächstes Jahr? Zweimal im Jahr, also wahrscheinlich Mai rum. Gibt immer lecker was zu essen. Der Willi macht selber Hamburger und es gibt auch irgendwelches Grünzeug auf dem Grill, glaube ich. Wenn man unbedingt will. Wenn man unbedingt Nicht will. von mir aus, aber. Immer eine spaßige Sache. Ich glaube, nochmal 15 Jahre sind easy. O-Game läuft ja unendlich noch, bis der Alex ein Endgame erfunden hat. Dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.